Angst vor dem Telefonieren auf Deutsch? So wirst du sicherer. Hi, ich bin Flora und ich helfe dir beim Deutschlernen. Stell dir vor, dein Handy klingelt. Du schaust auf das Display. Eine Nummer, die du nicht kennst. Vielleicht vom Arzt, vielleicht von einer Behörde, vielleicht von der Schule, vielleicht von der Arbeit. Und in genau diesem Moment passiert bei vielen etwas ganz Typisches. Das Herz schlägt schneller, der Kopf wird leer, die Hand wird nervös und der erste Gedanke ist nicht, okay, ich gehe ran, sondern bitte nicht. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du sogar schon erlebt, dass du das Klingeln gesehen hast und einfach nicht rangegangen bist. Nicht, weil du zu faul warst. Nicht, weil es dir egal war, sondern weil du in diesem Moment einfach Angst hattest. Angst, die Person nicht zu verstehen. Angst, nicht schnell genug antworten zu können. Angst, dumm zu klingen. Angst, dass dein Kopf plötzlich leer wird. Und genau darüber sprechen wir heute. Denn viele Deutschlernende denken bei diesem Thema, mit mir stimmt etwas nicht. Warum kann ich reden, aber nicht telefonieren? Die Antwort ist, mit dir stimmt wahrscheinlich alles. Telefonieren auf Deutsch ist für sehr viele Menschen schwer. Und zwar nicht nur ein bisschen schwer, sondern emotional schwer. In diesem Video zeige ich dir deshalb nicht nur ein paar Standardsätze. Ich zeige dir, warum Telefonieren auf Deutsch so stressig ist. Was in deinem Kopf dabei eigentlich passiert, welche Denkfehler dich noch unsicherer machen, wie du dich konkret vorbereiten kannst und wie du Schritt für Schritt weniger Angst bekommst. Denn du musst nicht perfekt telefonieren. Du musst nur lernen, am Telefon ruhiger, klarer und handlungsfähiger zu werden. Und wir starten direkt mit dem wichtigsten Punkt. Warum Telefonieren auf Deutsch so viel schwerer ist als normales Sprechen. Viele sagen, ich kann doch eigentlich schon Deutsch. Warum ist es am Telefon plötzlich so schlimm? Das liegt nicht daran, dass dein Deutsch plötzlich weg ist. Es liegt daran, dass Telefonieren wirklich schwer ist. Wenn du mit einer Person direkt sprichst, bekommst du viele Hilfen. Du siehst das Gesicht, du siehst die Lippen, du siehst die Reaktion, du kannst an der Gestik erkennen, was gemeint ist. Du verstehst die Situation durch den Ort und den Kontext. Am Telefon fällt alles davon weg. Du hörst nur eine Stimme. Und manchmal ist diese Stimme schnell, undeutlich, gestresst, voller Dialekt oder schlecht zu verstehen. Das bedeutet, dein Gehirn muss viel mehr Arbeit leisten. Es muss Sprache hören, Bedeutung verstehen, schnell reagieren, gleichzeitig einen Satz bauen, höflich bleiben und oft noch Daten, Uhrzeit oder Namen mitschreiben. Das ist viel. Und genau deshalb fühlen sich viele am Telefon plötzlich viel unsicherer. Wichtig ist, dein Problem ist nicht nur Deutsch. Dein Problem ist Deutsch plus Stress plus fehlende visuelle Hilfe plus Zeitdruck. Und das ist ein riesiger Unterschied. Schon allein die Erkenntnis kann entlasten, denn dann denkst du nicht mehr, ich bin schlecht, sondern, okay, diese Situation ist einfach schwierig. Und schwierige Situationen darf man trainieren. Die eigentliche Angst ist oft nicht die Sprache, sondern Kontrollverlust. Viele sagen, ich habe Angst vor dem Telefonieren auf Deutsch. Doch wenn man genauer hinschaut, ist die Angst oft etwas genauer. Es ist oft nicht Angst vor der Sprache, es ist Angst vor Kontrollverlust. Was meine ich damit? Viele haben am Telefon Angst vor Gedanken wie, ich verstehe etwas nicht. Ich muss sofort reagieren. Ich habe keine Zeit zum Denken. Ich kann nichts zeigen. Ich kann nicht freundlich lächeln und damit etwas retten. Ich weiß nicht, wie ich aus der Situation wieder herauskomme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn du glaubst, dein Problem ist nur, ich kenne zu wenig Wörter, dann lernst du vielleicht nur mehr Vokabeln. Aber wenn dein eigentliches Problem ist, ich fühle mich am Telefon ausgeliefert, dann brauchst du etwas anderes. Dann brauchst du Strategien, Rettungssätze, Vorbereitung, Struktur und das Gefühl,
dass du das Gespräch beeinflussen darfst. Und genau daran arbeiten wir heute. Viele schämen sich und genau das macht alles noch schwerer. Das ist ein Punkt, über den zu wenig gesprochen wird. Viele Menschen haben nicht nur Angst vor dem Telefonat selbst. Sie schämen sich schon vorher. Sie denken, ich müsste das doch langsam können. Andere schaffen das doch auch. Ich lebe schon länger in Deutschland. Es ist peinlich, dass ich am Telefon so unsicher bin. Vielleicht denken die Leute, ich bin nicht intelligent. Und genau diese Gedanken machen alles schlimmer. Denn Scham macht eng. Wenn du dich schämst, wirst du schneller, unruhiger, härter zu dir selbst, weniger flexibel und blockierst dich innerlich noch mehr. Deswegen möchte ich dir hier ganz klar sagen, wenn du Angst vor dem Telefonieren auf Deutsch hast, ist das kein Zeichen von Schwäche. Es ist auch kein Zeichen von Dummheit. Es ist ein Zeichen dafür, dass du dich in einer Sprachsituation befindest, die besonders anspruchsvoll ist. Viele Muttersprachler sind übrigens auch nicht gern am Telefon. Sie finden es anstrengend, nervig, unübersichtlich oder stressig. Das heißt, du bist mit diesem Problem nicht alleine. Der größte Denkfehler. Du glaubst, du musst am Telefon sofort perfekt funktionieren. Das ist wahrscheinlich einer der gefährlichsten Gedanken überhaupt. Viele gehen unbewusst so in ein Telefonat. Ich muss alles sofort verstehen. Ich darf nichts falsch sagen. Ich muss direkt richtig reagieren. Ich darf nicht stocken. Ich darf nicht nachfragen. Aber genau das stimmt nicht. Auch Muttersprachler sagen am Telefon, wie bitte? Können Sie das noch einmal sagen? Einen Moment bitte. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich bin gerade nicht sicher. Können Sie mir das noch einmal erklären? Das ist völlig normal. Telefonieren heißt nicht, ich verstehe alles beim ersten Mal. Telefonieren heißt, ich kann das Gespräch irgendwie führen und klären, was ich brauche. Das ist dein Ziel. Nicht Perfektion, sondern Gesprächsfähigkeit. Wenn du diesen Gedanken wirklich verinnerlichst, fällt sofort Druck weg. Der wichtigste mentale Wechsel, nicht ich darf keinen Fehler machen, sondern ich darf das Gespräch steuern. Das ist der Punkt, der für viele alles verändert. Viele gehen mit dieser Haltung in ein Telefonat. Bitte mach keinen Fehler, ich verstehe alles, bitte blamier dich nicht. Damit gibst du die Kontrolle sofort ab. Du fühlst dich dann wie jemand, der einfach nur hofft, dass es schnell vorbei ist. Besser ist ein anderer Gedanke. Ich darf das Gespräch steuern. Das heißt, du darfst langsamer machen, nachfragen, wiederholen lassen, zusammenfassen, um Zeit bitten, um eine E-Mail bitten oder einen Rückruf vorschlagen. Das ist nicht peinlich, das ist klug. Zum Beispiel, können Sie bitte langsamer sprechen? Ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Können Sie das wiederholen? Einen kleinen Moment bitte. Können Sie mir das bitte per E-Mail schicken? Ich möchte sicher sein, dass ich Sie richtig verstanden habe. Diese Sätze geben dir Kontrolle zurück. Und genau das senkt oft die Angst. Bevor wir weitermachen, eine kurze Pause. Dieses Video wird heute von Holy unterstützt. Gerade bei Themen wie Stress, Lernen und mentale Anspannung ist es hilfreich, im Alltag Dinge zu haben, die unkompliziert sind und gut in einen vollen Tag passen. Holy macht Energy, Hydration und Eisteepulver zum Selbstmischen. Wenn du Holy gerne testen möchtest, schau einfach unten in die Beschreibung. Dort findest du meinen Link. Mit dem Rabattcode DEUTSCH erhältst du 10% auf deine Bestellung. Damit unterstützt du auch direkt meine Arbeit hier bei Einfach Deutsch. Ich würde mich freuen, wenn du bei Holy vorbeischaust. Und jetzt machen wir weiter. Die Wahrheit. Du brauchst am Telefon nicht viele Wörter, du brauchst die richtigen Sätze. Viele denken, ich muss mehr Vokabeln lernen. Nicht unbedingt. Oft brauchst du zuerst nicht 1000 neue Wörter. Du brauchst vielleicht 10 oder 15 Sätze, die du wirklich sicher kannst. Zum Beispiel diese hier. Zum Starten. Guten Tag, hier ist Flora. Hallo, mein Name ist Flora. Ich rufe an wegen. Ich hätte eine kurze Frage. Ich wollte mich erkundigen wegen.
Wenn du etwas nicht verstehst: Entschuldigung, ich habe das nicht ganz verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Können Sie das bitte anders erklären? Wenn du Zeit brauchst: einen kleinen Moment bitte. Ich schreibe das kurz auf. Ich schaue eben nach. Darf ich kurz überlegen? Zum Kontrollieren: Habe ich Sie richtig verstanden, das? Meinen Sie also das? Nur damit ich sicher bin. Können Sie mir das Datum noch einmal sagen? Wenn du aussteigen willst: Könnten Sie mir das bitte per E-Mail schicken? Kann ich Sie später noch einmal zurückrufen? Ich würde das gerne noch einmal in Ruhe prüfen. Wenn du diese Sätze sicher kannst, wirst du am Telefon sofort stabiler. Was du vor einem Telefonat tun solltest: Viele gehen völlig unvorbereitet in ein wichtiges Gespräch. Dann klingelt das Handy oder sie wählen die Nummer und hoffen einfach, dass irgendwie alles gut geht. Besser ist: Erstens, schreib dir dein Ziel auf. Was willst du überhaupt? Zum Beispiel einen Termin machen, einen Termin verschieben, nach einem Dokument fragen, eine Information klären, Bescheid sagen oder Hilfe erfragen. Wenn dein Ziel klar ist, bleibst du ruhiger. Zweitens, schreib dir 3 bis 5 Sätze auf, nicht den ganzen Roman, nur die wichtigsten Sätze. Zum Beispiel: Guten Tag, mein Name ist. Ich rufe an wegen. Ich hätte gern einen Termin. Können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie mir das per E-Mail schicken? Drittens, halte Papier bereit. Name, Datum, Uhrzeit, Adresse, E-Mail, Frist. Solche Dinge vergisst man schnell. Wenn du mitschreibst, fühlst du dich sicherer. Viertens, übe den ersten Satz laut. Der erste Satz ist oft das Schwerste. Wenn du ihn vorher einmal laut sagst, gehst du viel sicherer ins Gespräch. Was du tun kannst, wenn dein Kopf am Telefon leer wird: Das passiert sehr oft. Du warst vorbereitet, du kanntest eigentlich deine Sätze, aber plötzlich sagt die andere Person Guten Tag und dein Gehirn macht einfach kurz nichts. Dann brauchst du einen Rettungssatz. Zum Beispiel: Einen kleinen Moment bitte. Ich muss mich kurz sammeln. Einen Moment, ich schaue kurz nach. Ich schreibe das kurz auf. Diese Sätze geben dir Zeit. Und Zeit ist am Telefon Gold wert. Viele Menschen denken: Wenn ich pausiere, ist das peinlich. Nein, Hektik ist meistens schlimmer als eine kurze Pause. Eine ruhige Pause wirkt oft sicherer als schnelles, nervöses Reden. Ein ganz typischer Fehler: Du willst zu früh wie ein Muttersprachler klingen. Viele Lernende denken, ich muss locker, spontan und total natürlich klingen. Das ist am Telefon oft nicht das erste Ziel. Dein erstes Ziel ist verständlich sein, höflich sein, das Gespräch schaffen, nicht brillant, charmant und komplett spontan klingen. Es reicht völlig, wenn du sauber und einfach sprichst. Zum Beispiel: Ich wollte mich dahingehend erkundigen, inwiefern, sondern lieber: Ich wollte kurz fragen, ob. Ich rufe an, weil. Ich brauche eine Information zu. Einfaches Deutsch klingt am Telefon oft besser als künstlich kompliziertes Deutsch. Wenn du Angst hast, übe zuerst nicht das Telefonieren, sondern Telefonsituationen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele sagen, ich muss telefonieren üben, aber das ist zu groß. Besser ist, übe kleine Telefonsituationen. Zum Beispiel: Situation 1: Einen Termin machen. Situation 2: Einen Termin absagen. Situation 3: Nach Öffnungszeiten fragen. Situation 4: Bescheid geben, dass du später kommst. Situation 5: Nach einem Dokument fragen. Situation 6: Sagen, dass du etwas nicht verstanden hast. Diese Minisituationen sind viel leichter trainierbar. Du kannst sie laut sprechen, aufnehmen, mitsprechen oder als Rollenspiel üben. Das ist viel effektiver, als zu sagen,
Ich muss einfach irgendwie besser telefonieren. Ein Beispiel. So klingt ein schlechtes inneres Skript und so ein besseres. Viele haben vor dem Telefonat im Kopf so etwas wie: Bitte mach keinen Fehler, bitte sag nichts Falsches, hoffentlich versteht mich die Person, hoffentlich verstehe ich alles, hoffentlich merkt niemand, dass ich nervös bin. Dieses innere Skript macht dich eng und hektisch. Ein besseres inneres Skript wäre: Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf nachfragen, ich darf langsamer machen, ich brauche nur meine Ziele und meine Sätze. Das ist viel stabiler und oft verändert genau das schon dein ganzes Gefühl, was du tun solltest, wenn du die andere Person gar nicht verstehst. Das ist für viele der schlimmste Moment. Die Person spricht schnell, vielleicht undeutlich, vielleicht Dialekt, vielleicht mit Nebengeräuschen und du verstehst fast nichts. Dann bitte nicht einfach so tun, als würdest du alles verstehen. Das ist der gefährlichste Fehler. Besser ist: Entschuldigung, die Verbindung ist gerade nicht gut. Ich verstehe Sie leider gerade gar nicht gut. Können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie den letzten Satz noch einmal sagen? Können Sie mir das bitte kurz per E-Mail schicken? Gerade die Bitte um eine E-Mail ist extrem praktisch. Sie rettet viele Gespräche. So kannst du deine Angst konkret trainieren. Jetzt ganz praktisch. Wenn du deine Angst vor dem Telefonieren auf Deutsch überwinden willst, dann mach es nicht nur im Kopf. Mach es trainierbar. Stufe 1. Lies typische Telefonsätze laut vor. Stufe 2. Sprich kleine Telefonsituationen laut nach. Stufe 3. Nimm dich selbst auf und hör dir das an. Stufe 4. Mach kleine Rollenspiele. Stufe 5. Ruf bei einfachen Situationen an. Zum Beispiel Öffnungszeiten fragen, nachfragen, ob etwas angekommen ist, einen Termin verschieben, nicht gleich mit der schwierigsten Situation anfangen, nicht gleich Behörde, Arzt, Schule, Problem, Zeitdruck, alles gleichzeitig. Fang klein an. Erfolgserlebnisse sind wichtig. Du darfst Telefonate strukturieren. Viele denken, ein Telefonat ist einfach Chaos, aber eigentlich haben viele Telefonate eine Struktur. Anfang. Wer bist du? Wann rufst du an? Die Mitte. Was brauchst du? Was ist die Information? Ende. Was passiert jetzt als nächstes? Wenn du das im Kopf hast, wird das Gespräch viel klarer. Zum Beispiel der Anfang. Guten Tag, mein Name ist Flora. Ich rufe an wegen nächste Woche Mittwoch. Die Mitte. Ich hätte gern einen Termin. Ich wollte fragen, ob ich habe eine Frage zu. Das Ende. Vielen Dank, dann komme ich am. Dann schicke ich das per E-Mail. Dann melde ich mich noch einmal. Diese Struktur hilft enorm. Typische Telefonsituation: Arzt, Schule und Behörde. Damit du nicht nur allgemein verstehst, wie Telefonate funktionieren, schauen wir uns jetzt nochmal 3 typische Situationen an. Denn oft ist die Angst kleiner, wenn du nicht nur denkst, ich muss telefonieren, sondern wenn du weißt, okay, so könnte das beim Arzt sein, so könnte das bei der Schule sein, so könnte das bei einer Behörde sein. Und genau das machen wir jetzt. Situation 1. Telefonat mit einer Arztpraxis. Das ist für viele die stressigste Situation überhaupt. Warum? Weil man oft sowieso schon nervös ist. Vielleicht geht es einem nicht gut, vielleicht hat man Schmerzen, vielleicht ist man müde und dann muss man auch noch telefonieren. Ein typischer Anfang könnte so klingen. Guten Tag, mein Name ist Flora, ich würde gerne einen Termin vereinbaren. Dann kommt vielleicht die Frage, worum geht es? Und genau da bekommen viele Stress, weil sie denken, oh nein, jetzt muss ich alles perfekt medizinisch erklären. Nein, du musst nicht perfekt sprechen. Du musst nur klar genug sein. Zum Beispiel, ich habe seit gestern starke Halsschmerzen. Ich habe Fieber. Mir ist schwindlig. Ich habe starke Schmerzen im Rücken. Ich brauche ein Rezept. Oder ich brauche einen Kontrolltermin. Das reicht oft schon völlig aus. Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du sagen, Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich habe den Termin nicht ganz verstanden.
Können Sie Uhrzeit und Datum bitte noch einmal sagen? Und ganz wichtig, wiederhole am Ende selbst nochmal die Informationen. Zum Beispiel, also am Dienstag um 9:40 Uhr, richtig? Das ist ein sehr guter Trick. Damit kontrollierst du sofort, ob du alles richtig verstanden hast. Wenn du sehr nervös bist, kannst du dir vor dem Anruf einfach 3 Dinge aufschreiben. Warum rufe ich an? Welche Symptome habe ich? Welche 2 Sätze brauche ich? Zum Beispiel, ich hätte gern einen Termin. Ich habe seit gestern. Können Sie das bitte wiederholen? Mehr brauchst du oft gar nicht. Situation 2: Telefonat mit Schule, Kita oder Kindergarten. Das ist auch eine typische Stresssituation, vor allem wenn es schnell gehen muss. Zum Beispiel, dein Kind ist krank, du kommst zu spät, du musst etwas absagen oder du musst eine Information verstehen. Ein einfacher Startsatz wäre: Guten Morgen, hier ist die Mutter von aus der Klasse. Oder Guten Morgen, hier ist, ich rufe wegen meines Sohnes, meiner Tochter an. Dann kannst du direkt sagen, worum es geht. Mein Kind ist heute krank und kommt nicht in die Schule. Ich wollte Bescheid geben, dass mein Sohn heute fehlt. Meine Tochter kommt heute später. Ich wollte kurz fragen, wann der Termin beginnt. Ich habe eine Frage zum Elternabend. Ich wollte nachfragen, welche Unterlagen ich mitbringen soll. Auch hier ist wichtig, du musst nicht elegant klingen, du musst nur klar sein. Wenn die andere Person schnell spricht, kannst du sagen: Entschuldigung, ich habe das akustisch nicht verstanden. Können Sie das bitte noch einmal sagen? Können Sie mir das vielleicht kurz per E-Mail schicken? Nur damit ich sicher bin. Sie meinen also, gerade bei Schulen und Kita ist Bescheid geben ein ganz wichtiges Thema. Das ist so ein typischer Alltagsausdruck. Zum Beispiel, ich wollte Bescheid sagen, dass mein Kind heute fehlt. Danke, ich wollte nur kurz informieren, dass. Diese Sätze machen dich sofort sicherer, weil sie sehr häufig vorkommen. Und noch etwas: Wenn du im Stress bist, rede nicht zu viel. Viele werden nervös und erzählen dann sehr lange. Besser ist kurz, klar, freundlich. Zum Beispiel: Guten Morgen, hier ist Flora. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass meine Tochter heute krank ist und nicht kommt. Fertig. Das ist oft besser, als 3 Minuten nervös zu erklären. Situation 3: Telefonate mit Behörden. Das ist für viele der schwierigste Bereich. Warum? Weil die Sprache oft formeller ist, weil man Respekt hat, weil man nichts falsch machen will, weil es oft um wichtige Dinge geht. Zum Beispiel ein Termin, Unterlagen, Anmeldung, Fristen, Rückfragen zu einem Brief. Ein guter Startsatz wäre: Guten Tag, mein Name ist Flora. Ich rufe an, weil ich eine Frage zu einem Schreiben habe. Oder: Guten Tag, ich habe einen Brief von Ihnen bekommen und möchte kurz klären, was ich jetzt machen muss. Oder: Ich brauche einen Termin für und wollte fragen, wie ich weiter vorgehen soll. Das ist schon sehr stark. Warum? Weil du nicht versuchst, sofort alles perfekt zu erklären. Du sagst einfach: Ich habe eine Frage, ich brauche Klärung. Wenn dann eine komplizierte Antwort kommt, helfen dir diese Sätze. Entschuldigung, ich habe das nicht ganz verstanden. Können Sie mir bitte sagen, was ich jetzt genau machen muss? Welche Unterlagen brauche ich dafür? Bis wann muss ich das einreichen? Können Sie mir das bitte kurz erklären? Können Sie mir das bitte per E-Mail schicken? Das sind absolute Rettungssätze. Gerade bei Behörden ist es oft klug, am Ende noch einmal zusammenzufassen. Zum Beispiel: Nur damit ich sicher bin, ich schicke also die Unterlagen bis Freitag per E-Mail, richtig? Oder: Das heißt, ich brauche einen neuen Termin und muss den Ausweis mitbringen, richtig? Damit vermeidest du Missverständnisse. Und noch ein wichtiger Punkt: Wenn du am Telefon bei einer Behörde sehr nervös bist, dann ist das völlig normal. Viele Muttersprachler sind dort auch nervös. Das Problem ist also nicht: Ich bin schlecht. Das Problem ist: Das ist eine stressige Situation. Und auf stressige Situationen darf man sich vorbereiten. Was du aus diesen 3 Situationen lernen kannst: Arzt, Schule und Behörde sind unterschiedlich, aber sie haben etwas gemeinsam. Du brauchst am Telefon meistens immer dieselben Fähigkeiten.
Dich kurz vorstellen, den Grund nennen, nachfragen, langsamer machen, Informationen wiederholen, das Ende des Gesprächs klären. Wenn du genau diese Dinge übst, wirst du in vielen Telefonsituationen automatisch sicherer. Du musst also nicht für jede Stelle in Deutschland komplett neue Sprache lernen. Du brauchst vor allem gute Standardsätze, klare Struktur und etwas Übung. Und genau das nimmt dir Schritt für Schritt die Angst. Wenn du Angst vor dem Telefonieren auf Deutsch hast, dann bist du damit wirklich nicht alleine. Für viele ist das eine der stressigsten Situationen überhaupt. Aber wichtig ist, das bedeutet nicht, dass du schlecht Deutsch kannst. Es bedeutet nur, dass Telefonieren eine schwierige Sprachsituation ist. Heute haben wir darüber gesprochen, warum Telefonieren so schwierig ist, warum die Angst oft mit Kontrollverlust zu tun hat, welche Sätze dir helfen und wie du dich vorbereiten kannst und wie du Schritt für Schritt sicherer wirst. Wenn du heute nur eine Sache mitnimmst, dann bitte diese. Du musst am Telefon nicht perfekt sein. Du musst nur lernen, wie du Zeit gewinnst, nachfragst und das Gespräch führst. Und genau das kann man üben. Schreib mir gerne in die Kommentare, was ist für dich das Schlimmste am Telefonieren auf Deutsch? Ist das schnelle Sprechen, die Angst vor Missverständnissen oder dass dein Kopf plötzlich leer wird? Wenn dir das Video geholfen hat, abonniere gerne meinen Kanal, lass ein Like und ein Hype da und schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich, dass du heute mit mir Deutsch gelernt hast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.